die ganze Sache hat aber auch was Positives. Jetzt bin ich aber gespannt. Naja, das mit uns beiden. Dafür ist Nick total durch den Wind. Nick ist jetzt nicht so wichtig. Das Einzige, das für mich wichtig ist, bist du. Sie hatte mich da, wo sie mich haben wollte, im Bett. Das ist erstunken und erlogen. Du kannst ja eine Gegendarstellung verlangen. Ich denke nicht, dass unsere Beziehung gleich kaputt geht, bloß weil ich in New York bin und du hier in Deutschland. Soll heißen, du würdest auch alleine fahren, ja? Es gibt viele Paare, die mal eine Weile auf Distanz leben müssen. Nick hat alles verloren, was ihm wichtig war. Steffi, den Laden, alles. Nick. Immer nur Nick. Was soll das denn jetzt heißen? Gib doch endlich zu, dass du Nick immer noch liebst. Wie kannst du sowas sagen? Du weißt genau, was ich seinetwegen alles durchgemacht habe. Eben. Was habe ich dir getan, Uli? Nichts. Du hast mich nur lächerlich gemacht. Aber das stimmt doch gar nicht. Nick sollte sich bei mir entschuldigen. Und du rennst zu ihm hin und sagst ihm, dass er sich mit mir versöhnen soll. Was ist das eigentlich für eine Show? Was soll ich denn machen? Mir nicht in den Rücken fallen. Ich wollte doch nur, dass ihr euch meinetwegen nicht streitet. Ja, weil Nick dir leid tut. Warum ich sauer auf ihn bin, das ist dir ja scheißegal. Das ist wirklich fies. Dabei habe ich das alles nur gemacht, dass wenigstens zwischen euch wieder alles in Ordnung kommt. Verabschiede mich. Tschüss. Ich verstehe dich nicht. Gut, wir sehen uns dann nicht so oft. Aber wenn wir uns wirklich lieben, dann... Eben, Jackie, ich liebe dich. Darum habe ich keine Lust, nur in Briefen zu lesen, wie schön es gewesen ist, mit dir zusammen zu sein. Aber wir sehen uns doch auch zwischendurch. Zwischendurch. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wie oft ich nach New York komme oder du hierher? Und wie sollen wir dann weiterkommen? Du hast ein Jobangebot hier und ich in den USA. Zusammen sein können wir doch noch unser ganzes Leben. Schön wär's. Du weißt, dass ich dich liebe. Fragt sich nur, wie lange noch, wenn du erst mal drüben bist. Du traust mir ja nicht gerade viel zu. Und du lässt mir doch gar nicht die Möglichkeit, mich frei zu entscheiden. Merkst du das nicht? Erst überredest du mich mitzukommen und jetzt willst du mich hier lassen. Was willst du denn jetzt? Ach, jetzt dreh mir doch nicht die ganze Zeit das Wort im Mund rum. Du willst dich doch nur nicht festlegen aus Angst vor Konsequenzen. Das ist doch Quatsch. Dann weiß ich wirklich nicht, wo das Problem liegt. Ganz Düsseldorf zerreißt sich das Maul über mich. Als wenn das nicht schon genug wäre. Was hat Dennis jetzt wieder verbrochen? Er ist mal wieder mit meinem Wagen unterwegs. Der Kleine ist ihm nicht schnell genug. Weshalb denkst du, bin ich mit dem Taxi hier? Und das lässt du dir gefallen? Ja, was soll ich denn tun? Fängt immer wieder mit der Fahrerflucht an. Da habt ihr wenigstens was gemeinsam. Ich weiß, dass du es nicht mehr hören kannst. Mir geht's genauso. Aber dieser Kerl hat mich einfach in der Hand. Gut. Ich sehe schon, jetzt sind andere Maßnahmen fällig. Kann ich behilflich sein? Nein, danke, Gregor. Ich muss nur kurz in diese Schublade. Oh. Und Clarissa, das kannst du doch nicht machen. Was denn jetzt schon wieder? Im ersten Moment dachte ich, du willst mir deine Pistole geben. In deinem Zustand. Da hältst du die Waffe noch andersrum. Nein. Das hier ist absolut ungefährlich und viel einfacher zu handhaben. Was ist das? Der Schlüssel zu meinem Ferienhaus in Marbella. Was soll ich denn damit? Charlie, manchmal sitzt du wirklich auf der Leitung. Du bleibst jetzt so lange da, bis die ganze Geschichte mit Dennis in Vergessenheit gerät und sich alles beruhigt hat. Du denkst, es geht so einfach. Frau Schneider, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Gräfin von Anstetten hat recht. Naja, ein bisschen Erholung könnte ich gebrauchen. Nach all den Torturen. Am besten, du fängst gleich an zu packen. Ja, aber... Kein Aber. Ich meine es ernst. So gut, du denkst. Meld mich bei dir. Wollten Sie sich nicht aus Frau Schneiders Missgeschick heraushalten? Ja, Sie sehen doch, was für ein Nervenbündel Charlie ist. Sie meinen, es ist das Beste, Sie für einige Zeit von der Bildfläche verschwinden zu lassen? Nachher verpatzt sie mir noch alles.
Ich habe nicht vor, wegen einer lächerlichen Falschaussage ernsthaft Ärger mit diesem Dennis Krüger zu bekommen. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Ich bin auf dem besten Wege, in die Geschichte des Rennsports einzugehen. Mir ist kalt. Und außerdem ist es gefährlich. Da kann gar nichts passieren. Hier. Hinterher kannst du sagen, den hatte ich an, als Dennis sein erstes Rennen gewonnen hat. Danke. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Alles klar? Klar. Jetzt fehlt nur noch mein Gegner. Aber dessen Karre fährt wahrscheinlich zu langsam. Da bin ich mir nicht so sicher. Den Angeber versäge ich, bevor er das Gaspedal gefunden hat. Tacho! Ist der vom Papa? Das ist meiner und der reicht gegen dich allemal. Du meinst. Aber ich hätte mir an deiner Stelle lieber ein Auto geliehen. Nicht so ein Sofa auf Rädern. Wart's ab, Großmaul. Der wird sich noch wundern. Buongiorno! Hey, Matze! Alles tutti? Give me five. Ja, grüß dich, alte Jacke. Tabako raus. Einfach mal wohl das Rennen, ne? So, ein Huni auf Matze. Ja, wunderbar. Ja, und noch einen. Viel Glück. Na, nicht so taghaft. Ist leicht verdientes Geld heute. Vorausgesetzt, irgendjemand setzt auf diese Gurke hier, ha? Pass auf, ich sag dir was. Ich fahr die ganze Zeit nur im dritten Gang, ne? Du Pfeife hältst den dritten Gang dafür einen Nachzug. Richtig. Aber vorher putze ich dich weg. Die wollen dich bloß einschüchtern. Müssen wir uns das gefallen lassen? 100 auf Dennis. Okay. Danke für die Spende. Kann losgehen. Okay. Mach dir mal die Strecke frei! Heute vertraut mir. Na klar, Alter! Du bist der Mann! Also, wenn ich winke, geht's los. Strecke ist ja klar. Das hier ist Start und Ziel. Ist das okay, wenn ich jetzt weg bin? Ja, war ja so abgesprochen. Du bist auch sicher, dass du alleine zurechtkommst? Ja, du hast Nina versprochen, ihr bei der Maifete zu helfen. Also, Vielleicht kommt die neue Chefin mal vorbei, um zu helfen. Steffi. Kann bleiben, wo sie ist. Die ist doch sowieso nur an den Einnahmen interessiert. Und was ist mit Meli? Hat die keine Zeit? Heino, ich lutsch nicht mehr am Daumen und fahre seit einiger Zeit ohne Stützräder Fahrrad. Ich komme allein zurecht, danke. Du kannst nachher mal vorbeischauen, das wird sicher eine Riesenparty. Nee, momentan bin ich ziemlich froh, wenn ich abends noch meine Ruhe habe. Ja, dann viel Spaß alleine. Ja, danke. Ciao. Ciao. Darf ich? Was willst du denn hier? Na, dir helfen. Danke, deine Hilfe brauche ich nicht. Das hörte sich gerade aber ganz anders an. Ja, dann hast du dich eben verhört. Außerdem habe ich mit Millie gesprochen. Ja, schön. Ich find's ganz klasse, dass ihr beide euch wieder so gut versteht. Dann kann Millie ja demnächst bei uns einziehen, wenn Steffi wegbleibt. Ich sehe. Du kommst doch besser ohne mich klar. Kannst du kein Rennen gewinnen. Vielleicht lag's ja an den Reifen. Haha, Ja, nicht so heftig. Davon fährt die Karre auch nicht schneller. verzieh dich. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich hab's dir ja vorhin schon gesagt. Mit der Kiste, da kommst du nicht weit. Das, was du brauchst, das steht eher da. Tut mir leid. Aber den fahre ich lieber selber zu Schrott. War bloß eine Idee. Aber du fährst sonst einen echt heißen Reifen, Kumpel. Hat Spaß gemacht mit dir. Das sagt sich leicht, wenn man gewinnt. Wenn du mal Bock auf einen richtig schnellen Schlitten hast, sag Bescheid. Ich kenne da einen. Der hat immer was am Lager. Moment. Bezahlbar? Absolut. Wann? Sofort, wenn du willst. Einverstanden.
Hallo, Schatz. Hast schon was gegessen? Ich kann uns eine Kleinigkeit machen, wenn du willst. Millie, hast du mich nicht gehört? Gib sie mir, komm. Ist was nicht in Ordnung mit dir? Ach, nichts. Was ist denn passiert? Steffi hasst mich, Nick ist sauer auf mich und jetzt habe ich mich auch noch mit Uli zerstritten. Wieso das denn? Er behauptet, ich sei immer noch in Nick verliebt. Hast du ihn eifersüchtig gemacht? Nein! Ich habe nur mit Nick geredet, damit er sich wieder mit Uli verträgt. Und das hat Uli dir übel genommen? Ja, weil ich ihm nichts davon gesagt habe. Ach komm, das renkt sich schon wieder ein. Vielleicht sprichst du noch mal mit Uli, hm? Das bringt doch nichts. Ich habe schon genug kaputt gemacht. Millie, jetzt übertreibst du wieder. Überhaupt nicht. Egal, was ich mache, es ist immer alles falsch. Wirklich geglaubt, Jackie möchte immer mit mir zusammen sein. Jetzt macht's ja gar nichts mehr aus, mich hier in Deutschland zu lassen. Hast du die Zange endlich gefunden? Stell dir vor, deine Freundin lebt 5000 Kilometer von dir entfernt und du siehst sie nur alle paar Monate. Party von 20 Kilometer von mir und ich sehe sie auch nicht öfter. Ach, Heino, das ist was ganz anderes. Stimmt, bei Jackie ist es wenigstens ein Liebesbeweis. Sag mal, hast du zu viel Maiwohle gesoffen oder was redest du für einen Scheiß? Liebe heißt verzichten, oder wie? Also manchmal bist du wirklich selten blöd. Jackie will nicht, dass du ihretwegen den Job bei Erika sausen lässt. Na großartig, soll ich ihr dafür dankbar sein, ja? Sie will nicht verzichten, ich soll nicht verzichten und unsere Beziehung, die ist vollkommen eine Nebensache. Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Vor ein paar Wochen hattest du auch nur deinen Job bei diesem Immobilienmakler im Kopf. Heino, das war was ganz anderes. Außerdem habe ich ja wohl gemerkt, dass ich auf dem falschen Dampfer bin. Was willst du eigentlich? Soll Jackie nun Rücksicht nehmen oder nicht? Es geht doch gar nicht um die Jobs. Und um was dann? Nimm mal die Zange. Um Liebe. Aber davon hast du ja nicht viel Ahnung. Bitte. Ich denke, dass du eher ein Problem hast. Jackie geht davon aus, dass die Trennung eurer Beziehung nicht schadet, weil sie dich liebt. Behaupten kann man das einmal. Und weißt du, warum du dich so dagegen sträubst? Naja, da bin ich ja mal gespannt. Weil du dir selbst nicht zutraust, die Trennung durchzuhalten. So ein Unsinn. Dennis, was machen Sie denn hier? Ich habe was zu feiern, dafür brauche ich dringend eine Flasche Champagner. Ist unten denn keiner mehr? Leider nicht. Ich darf doch. Bitte? Vielleicht können Sie mir da noch was verraten, Und zwar? wo Sie meinen Wagen gelassen haben. Auf den werden Sie wohl in Zukunft verzichten müssen. Dennis, auch mein Humor hat Grenzen. Haben Sie einen Unfall gebaut? Nein, dafür sind Sie ja zuständig. Wobei, bei dem Wagen wäre es auch nicht schade drum. Wo ist der dann? Geklaut? Nein, ich habe ihn getauscht. Gegen den Wagen unten, den müssen Sie auch gesehen haben. Das ist doch wohl nur ein Scherz. Nein. Dann sorgen Sie dafür, dass der Wagen zurückgetauscht wird. Ich habe nicht vor, mit einem Zuhälterschlitten durch Düsseldorf zu fahren. Das kann ich Ihnen auch nicht raten. Der hat nämlich ein paar PS mehr als die alte Kutsche. Und wenn Sie da wieder die Kontrolle verlieren... Schönen Abend noch. Der schafft mich. Ein Drehmomentschlüssel. Ah, nee, den habe ich garantiert nicht. Ja, ein Schraubenschlüssel tut's auch. Ja, schau doch mal, da hier in der Kiste unten im Schrank. Ist nicht viel, aber... Ich guck mal nach. Ist dein Auto kaputt? Nichts Dramatisches. Fahrradtür klemmt ein bisschen. Du, sag mal, hast du Dennis schon wieder mal gesehen? Ihr boxt ja noch zusammen, oder? Nein, im Moment nicht. Aber ihr seht euch doch noch. Ja, aber Dennis interessiert sich jetzt mehr für Autos. Wahrscheinlich für solche Schlitten wie dein, oder? Ja, er fährt, er hat da so einen Typen kennengelernt. Was für ein Typen? Na, ist doch egal. Er hat jedenfalls einen wirklich tollen Sportwagen. Deutlich schneller als der von der Schneider. Ja, was will er denn damit? Naja, so Rennen fahren. Wie, was Rennen? Ja, privat organisierte.
Das hört sich aber gar nicht gut an. Keine Sorge, Dennis ist ein guter Fahrer. Ja, außerdem ist er dadurch endlich wieder besser drauf. Das glaube ich dir. Je riskanter, desto besser. Hm? Dennis sieht das ganz cool. Eben das glaube ich nicht. Dennis ist im Moment alles egal und genau das macht es so gefährlich. Freut mich, dass es euch gefällt. Gratuliere. Wozu? Na, zu der Party. Die Leute finden es klasse. Also, wenn ich noch mal sowas plane, dann komme ich garantiert auf dich zurück. Ja, mach das. Wenn ich dann noch da bin. Gehst du jetzt doch mit? Nina, ich weiß es doch auch nicht. Hör auf zu grübeln, bitte. Hey, kommt Jackie noch? Keine Ahnung. Ist doch komisch, dass von unseren Leuten heute keiner hier ist. Wartest du auf Kathi? Du lässt auch sonst keine Party aus. Ist bestimmt mit Jackie zusammen. Mit anderen Worten, du bist schuld, dass Kathi nicht hier ist. Was soll das denn jetzt? Hey, war ein Scherz. Würdest du mich dann bitte mit deinem blöden Witz in Ruhe lassen? Ja, ich überleg's mir. Noch ein? Aber mal im Ernst, was hast du jetzt eigentlich vor? Mich ganz konkrete Vorstellungen. So meine ich das aber nicht. Ich meine, du wolltest schon immer Priester werden und jetzt? Jetzt stehst du praktisch vor dem Nichts. Ich sitze neben der wunderschönsten Frau der Welt. Ist das nichts? Sehr witzig. Ich mein's ernst. Ich auch. Unsere Probleme werden sich schon regeln. Hauptsache ist, dass wir beide zusammen sind. Kann ich reinkommen? Warum? Ich möchte Uli sprechen. Uli ist nicht da. Aber wenn du auf ihn warten willst. Weißt du, wann er wiederkommt? Nein. Und wo ist er? Keine Ahnung. Mit anderen Worten, es ist dir egal. Nein, ist es nicht. Ich war im Laden, um ihm zu helfen, aber er hat mich wieder weggeschickt. Warum? Weil er anscheinend gut auf meine Hilfe verzichten kann. Und wenn du noch mal mit ihm redest? Mann, Millie! Jetzt hör endlich auf, hier ständig die Samariterin zu spielen. Ich wollte doch nur helfen. Oh Gott, du musst ja ein unglaublich schlechtes Gewissen haben. So wie du dich in unsere Sachen reinhängst. Du bist wirklich ekelhaft. Dabei hast du überhaupt keine Ahnung, wie es mir wirklich geht. Ja, und die Zeiten, an denen ich mir einen Kopf darum gemacht habe, sind endgültig vorbei. Ich habe dir schon genug Mist zu verdanken. Mehr brauche ich wirklich nicht. Willst du nicht doch noch was von der Maibohle? Lass mal. Geh doch aufs Haus. Oder ich mach dir einen schönen Cocktail. Wie wär's mit einem Mai Tai? Nein, Zombie, der passt besser zu dir. Viel besser nach oben. Kommt gar nicht in Frage. Heino hat recht, die Party hat doch gerade erst angefangen. Nina, was soll ich denn eurer Meinung nach feiern? Dass ich mich mit Jackie zerstritten habe und bald wieder Single bin? Frag sie doch mal. Es tut mir leid wegen Eden. Schon okay. Ich war nur so enttäuscht. Und damit das nicht mehr vorkommt, habe ich entschieden, dich nicht mehr an deinen Abreisevorbereitungen zu hindern. Ach, du kapierst aber auch gar nichts. Könnt ihr bitte mal eine Pause machen? Wir haben ja eine Veranstaltung. Ich kapiere mehr, als du denkst, meine Liebe. Du in Amerika und ich hier, das klappt nie. Aber du hast doch gesagt, dass dir der Job hier so wichtig ist. Stopp, Auszeit, Spieler weg. Musst du dich überall einmischen. Dann such dir demnächst wen anderes zum Ausquatschen. Ich hab gesagt, du sollst dein Maul halten. Ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, inzwischen gibt es für euer Problem nur noch eine Lösung. Ach. Mein Vorschlag wird euch nicht gefallen, aber er ist immer noch besser als eure Schlammschlacht.
Sie verreisen? Ja, und deshalb habe ich auch nicht viel Zeit. Um was geht's? Ich suche Dennis. Der hat eine eigene Wohnung, einen Stock tiefer. Da ist er aber nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Haben Sie denn keine Ahnung, wo Dennis stecken könnte? Wahrscheinlich heizt er mit seinem idiotischen Sportwagen durch die Gegend, was weiß ich. Können Sie den bitte nehmen? Wissen Sie, dass er mit diesem Wagen Rennen fahren will? Na, zum anderen taugt er doch auch nicht. Illegale Rennen auf irgendeiner Landstraße. Na und? Dennis gefährdet sich und andere mit diesem Wahnsinn. Dennis gefährdet anderen? Nein, das ist ja mal ganz was Neues. Er tut das, weil ihm alles egal ist und daran sind Sie schuld. Hören Sie, weil Dennis diesen verrückten Flitzer haben musste, habe ich keinen Wagen mehr. Ich musste schon aus dieser Wohnung fliehen. Da habe ich jetzt gerade noch auf Sie und Ihre Schuldzuweisungen gewartet. Ja, er hört doch nicht auf, mich zu tyrannisieren. Dagegen ist Fahrerflucht eine Lappalie. Ich bin längst selbst das Opfer geworden. Ja, und das werden Sie auch bleiben, wenn Sie lieber in Urlaub fahren, als zur Polizei gehen und ein Schuldgeständnis kriegen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, Kopf oder Zahl? Vielleicht sollten wir einfach Streichhölzer ziehen. Das erinnert dann nicht ganz an den Seitenwechsel beim Fußball. So wie ihr drauf seid, könnt ihr euch niemals einigen. Was wollt ihr anderes machen als losen? Wir können doch nicht alles von der Münze abhängig machen. Ihr wollt zusammen sein, richtig? Ach, vermutlich. Jetzt fange ich wieder damit an. Ich hab doch nur... Jetzt lass Heino auch mal ausreden. Dankeschön. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ihr wollt zusammen sein, richtig? Wisst aber nicht wo. Deutschland oder Amerika, das ist hier die Frage. Shakespeare lässt grüßen, das wissen wir alles schon. Also wiederhole ich meine Frage. Kopf oder Zahl? Zahl. Dann hast du Kopf. Das ist sowas. Jetzt behaupte nicht, ich hätte dich überrumpelt. Du hattest wie immer genug Zeit, dich für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Genau, was oben liegt, gewinnt. Also los. Der große Augenblick, der über eure Zukunft entscheidet. Wenn ich jetzt meine Handtuch nehme, ist klar, wo ihr hingeht. Du machst nicht so spannend. Heino, warte. Deck die Münze nicht auf. Bist ja immer noch da. Ja, und ich bleibe so lange, bis Uli kommt. Du meinst? Wieso trampelst du eigentlich immer auf mir herum? Das habe ich dir doch gerade erklärt, oder? Ach, so einfach ist das. Ich bin an allem schuld. Ich darf mich nicht einmischen. Ich hab dir alles vermurkst. Hast du überhaupt schon mal darüber nachgedacht, was du mir alles versaut hast? Ja, die Opfernummer, klar. Einen Nachmittag bist du unglaublich zärtlich zu mir. Und kaum hast du gehabt, was du wolltest, tust du so, als ob es mich nicht mehr gäbe. Millie, ich kann's wirklich nicht mehr hören. Wir haben doch beide unseren Spaß gehabt. Aber ich werfe es auch niemandem vor. Du bist wirklich ein Mistkerl, weißt du das? Du wusstest genau, dass ich dich geliebt habe und das hast du ausgenutzt. Was kann ich dafür, wenn du dich mir in den Hals wirfst? Als wärst du so wehrlos gewesen. Du hast doch bloß nicht darüber nachgedacht, welche Konsequenzen das haben könnte. Du hast mich hinterher voll hängen lassen. Okay, ich habe deine Gefühle verletzt. Tut mir leid. Aber vergiss eins nicht, wegen dieser bescheuerten Aktion ist meine Hochzeit geplatzt. Und Steffi ist jetzt mit Dennis zusammen. Ach, und daran soll ich wohl auch schuld sein. Du hast doch deine Schwangerschaft unbedingt so lange geheim halten wollen, bis es nur noch den Riesenknall geben konnte. Ich hoffe bloß, Steffi bleibt noch lange mit Dennis zusammen. Nur damit du auch mal fühlst, wie es ist, wenn man von allen im Stich gelassen wird. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich!